Peelings. Scrubs, Exfoliators, Peels. Es gibt so viele verschiedene Arten für ein dasselbe Produkt. Und das sind einfach Peelings auf gut Deutsch. Der Grund, wieso man Peelings benutzen sollte, möchte, könnte, ist, dass sie die toten Hautschüppchen, die auf der Haut liegen, abnehmen. Sie löst sie von der Haut ab und drunter ist frische, rosige, strahlende Haut, die ihr zum Vorschein bringen wollt. Ich fange einfach mal damit an, euch zu erklären, dass es zwei verschiedene Grundarten von Peelings gibt, die sehr viel Verwirrung stiften. Zum einen gibt es die physikalischen oder mechanischen Peelings, mit denen ich auch anfangen werde, und die chemischen Peelings. Denn chemische Peelings heißen nicht, dass sie aus Chemikalien bestehen, sondern das heißt einfach nur, dass sie anders wirken. Sie wirken auch noch viel, viel tiefer in der Hautschicht. Bei chemischen Peelings kommt der Effekt nicht sofort zum Vorschein. Kann sein, aber meistens tritt er erst nach ein paar Anwendungen auf. Der Effekt verfliegt nicht sofort, sondern die Langzeitwirkung ist das, was chemische Peelings so attraktiv macht und besonders eure Haut so gut tut. Da wir 43 verschiedene Peelings in unserem Sortiment haben, haben wir nur eine kleine Auswahl von verschiedenen Peeling-Arten hier ausgewählt, die wir euch einfach mal zeigen wollten. Wir fangen mit den physikalischen Peelings an. Eine Bürste zum Beispiel kann für jeden Hauttyp geeignet sein. Wenn ihr aber sehr, sehr sensible Haut habt, macht es einfach keinen Sinn, eine Bürste zu benutzen, denn letztendlich sind das halt kleine Bewegungen auf der Haut, die Hautschüppchen abtragen, aber auch reizend sein könnten. Eine sehr milde Form des täglichen physikalischen Peelings wäre ein Kontaktschwamm. Wie ihr schon seht, ist der sehr weich und flexibel und hat auch von der Struktur des Schwamms keine unbedingten Kanten. Dann kommen wir zu anderen Arten von physikalischen Peeling. Ich fange mit dem Pai, Kukui und Jojoba Kügelchen Peeling an. Das hat nämlich Jojoba Kügelchen drin, die auf der Haut, nachdem man Wasser benutzt hat, platzen und dann die Haut peelen. Dann haben wir sowas wie Alex Caro, das sind Puder, das kommt auch sehr oft vor, dass man einfach Puder benutzt und die dann mit Wasser mischt und die dann auf der Haut benutzt. Alex Caro, das Produkt, hat nicht nur die Jojoba-Kügelchen oder Perlen drin, sondern noch andere Inhaltsstoffe, die mit Wasser reagieren und dann auf eure Haut wirken. So, den dritten, den ich hier habe, das sind tatsächlich das Honey Love von Leilani. Ich habe es ausgewählt, um es euch zu zeigen, weil es eine Maske auch noch ist und weil sie die sehr kontroversen Kristalle drin hat. Die Kristalle sind aber rund geschliffen. Das heißt, das sind keine Kristalle, wie ihr sie kennt, sondern es sind kleine Kristallkügelchen, die ganz fein gemahlen wurden und auf eurer Haut wie ein physikalisches Peeling wirken. Aber dieses Peeling hat noch, zum Beispiel, das ist ein ganz klassisches Hybridprodukt, hat auch noch Fruchtsäuren mit drin und Honig, die eure Haut weiter pflegt und ist super für jeden Hauttyp geeignet oder ich würde eher sagen sogar auch für sensible Haut. Ich habe selbst sensible Haut und benutze es sehr gern, aber nur einmal die Woche. Nun kommen wir zu ein paar Arten der chemischen Peelings. Ein sehr beliebtes ist natürlich die AHA, also Alpha-Hydroxysäure. Wir haben einmal die Fruchtsäuren, dann haben wir noch die Milchsäure, die super für trockene Haut vor allem funktioniert und Glykolsäure gibt es auch noch, die alle nicht nur die Hautschüppchen ablösen, sondern die Zellerneuerung ankurbeln, die Kollagenproduktion in der Haut ankurbeln können, die wirklich schön frische Haut zum Vorschein bringen können. Und das ist das, wofür wir eigentlich ja diese Produkte benutzen. Eins meiner Favorites, das ich tatsächlich jeden Tag benutze, ist das Toning Serum von Votary. Das hat Glykolsäure in sich. Glykolsäure ist auch super bei trockener Haut, einfach weil es sehr fein ist von der molekularen Struktur und tief in die Haut eindringen kann. Dann haben wir den Pomegranate Glow von Beauty. Das ist ein Enzym-Cleanser, der arbeitet mit Granatapfel und es ist eine ganz, ganz milde Form von Glykolsäure, die da drin ist und die ist auch super für sensible Haut. Also wenn die Haut nicht so bekannt ist mit Peelings insgesamt, dann ist das Produkt super, da es ganz, ganz sanft in der Haut wirkt. Also wir haben jetzt das Enzym-Peeling von Susanne Kaufmann, das arbeitet mit vielen Fruchtsäuren, zum Beispiel Apfel, Kiwi, aber auch Papaya.
die ganz sanft auf der Haut wirken. Es ist super für sensible Haut geeignet. Insgesamt sind solche milden Fruchtsäuren super für sensible Haut geeignet oder halt Milchsäuren. Das sind halt der Lactobacillus so und so. Also immer wenn ihr diesen Inhaltsstoff seht in Produkten, dann könnt ihr es als Sensibelchen oder trockene Haut gut ausprobieren. Dann haben wir den Active Enzyme Exfoliator, wieder der Name Exfoliator von Josh Rosebrook. Ein tolles Produkt und ein perfektes Beispiel für diese Hybridprodukte. Es hat ganz fein gemahlene Walnussschalen drin, aber es hat auch Fruchtenzyme und Kräuterenzyme drin, welches ein chemisches Peeling wäre. Es ist als Maske anzuwenden, aber kann auch natürlich als leichtes Peeling mit einer Massage angewendet werden. Dann haben wir noch zu den chemischen Peelings, das ist auch wieder ein Hybridprodukt. Es ist ein Puder, ganz fein gemahlen von Dr. Alkaitis. Er arbeitet auch beidseitig, also einmal physikalisch und einmal chemisch, dadurch, dass er halt diese ganzen gemahlenen Früchte und Gemüsearten hat. Aber dadurch, dass es einfach ein Puder ist und ihr es mit Wasser oder Honig oder Joghurt auflöst, wirkt es auch physikalisch auf der Haut. Wie oft benutzt man ein Peeling? Für Anfänger empfehle ich, fangt mit einmal die Woche an. Wirklich schaut, was eure Haut gut tut, einmal die Woche, dann könnt ihr auf zweimal die Woche erhöhen. Ihr könnt ein Peeling auch täglich anwenden, wenn es mild genug ist. Ihr müsst auf eure Haut hören, das ist das A und O. Aber mein Tipp, fangt einmal die Woche an und steigert euch bis 3. Wann benutze ich Peelings? Nach eurer Reinigung. Also wenn ihr die Haut gereinigt habt am Abend, wenn ihr das Make-up runtergenommen habt, dann exfoliatet, also benutzt ihr ein Peeling für eure jeweiligen Hauttyp oder jeweilige Beschaffenheit, an der ihr gerade arbeitet.